Hallo, nicht nur die Pandemie hat gezeigt, man kann auch anders leben. Mehr und mehr Menschen haben es einfach satt, lange zu arbeiten und am Ende nicht besonders viel Geld übrig zu haben. Dazu kommt noch das Thema Altersarmut. Und genau zu diesem Thema haben Sebastian und ich uns zusammengesetzt und wollen uns unterhalten über Länder, in denen man tatsächlich mit 1.000 € im Monat sehr gut leben kann. Sebastian, hallo. Schönes Versprechen. Ja, genau. Ich kann dir nur zustimmen. Also es gibt ja viele Personen, die jetzt zum Beispiel 1.000 € oder vielleicht ein bisschen mehr haben, 1.500, 2.000 € zum Beispiel aus einer Rente, oder vielleicht haben sie auch passives Einkommen aus Lizenzeinnahmen oder vielleicht Kapitalerträge oder sonstiges. Ja, also ein Betrag jedenfalls, der nach deutschen Verhältnissen oder europäischen Verhältnissen relativ bescheiden ist, jedenfalls nach westeuropäischen Verhältnissen. Und dann steht man am Ende da und es ist nichts übrig. Ja? Und wir haben uns im Grunde zusammengesetzt und gefragt, gibt es nicht eigentlich auch Länder auf dieser schönen Welt, wo man eigentlich für diesen Betrag nicht nur so knapp, sondern eigentlich recht komfortabel leben kann, wo auch Dinge wie jetzt Aufenthaltserlaubnis und Visa nicht so wahnsinnig schwierig sind und wo man eigentlich sagen kann, hier kann ich mich niederlassen, hier kann ich leben und vielleicht kann ich von dort aus sogar dann noch hier irgendwie ein Unternehmen online oder offline oder sonstige Einnahmequellen mal aufbauen, ohne dass man hier ständig den Druck haben muss mit den hohen Lebenshaltungskosten, die man ja doch in Westeuropa und der westlichen Welt vielfach hat. Die Liste, die du zusammengestellt hast, ich dachte, die tun wir mal zu den Shownotes, wie wir das immer machen. Aber ich dachte, wir schauen uns ein paar Mal an. Und zwar Osteuropa ist ganz interessant. Da sind 4 Länder, Georgien, die Tschechische Republik, Bulgarien und Polen auf der Liste als mögliche Zielorte. Was kannst du so ein bisschen zusammenfassend über diese Länder sagen? Die meisten dieser Länder sind natürlich EU-Länder. Das heißt, jeder, der jetzt hier einen EU-Pass hat, kann dort jederzeit einfach hinziehen, kann sich dort anmelden und dort leben. Aber auch Georgien ist natürlich so ein richtiger Geheimtipp geworden. Gerade in der Pandemie sind natürlich jetzt sehr viele Westeuropäer dorthin gezogen. Man hat natürlich mittlerweile so ein bisschen diese Frage, naja, was ist mit diesem Konflikt in der Ukraine, was mit dem Krieg da? Muss sich Georgien hier Sorge machen um einen Angriff Russland? Also ich würde mal sagen, Georgien kommt vielleicht nur für die in Frage, die jetzt ein bisschen diesbezüglich optimistisch sind. Wir haben Quellen in Georgien. Ich spreche dort regelmäßig mit einem Kollegen. Wir haben da einen sehr kompetenten deutschsprachigen Anwalt und bisher ist alles gut. Es gibt keinerlei Einschränkungen, aber jeder weiß natürlich, da hängt so ein bisschen was in der Luft, da könnte was kommen. Aber generell Georgien sehr günstig. Man kann auch als Deutscher dort ohne Visum sich sehr lange dort aufhalten, nämlich bis 1 Jahr. Man kann dort arbeiten. Oder eben einfach von seinem Einkommen leben, was man sowieso hat. Die anderen Länder, über die wir gesprochen haben, Tschechische Republik, Polen und Bulgarien. Ja, also generell der Osten Europas ist natürlich interessant. Auch hier muss man natürlich jetzt sagen, dass vielleicht hier die 1.000 € jetzt schon langsam eher knapp werden, weil auch hier das natürlich richtige Boomregionen. Da ist also in den letzten Jahren sehr viel passiert. Aber zum Beispiel, wir haben uns hier angeschaut, also es gibt zum Beispiel in Bulgarien, in Sofia konkret, relativ viele Wohnungen so für 600, 700 € auch schon. Und da kann man dann also auch in einer sehr eigentlich großzügigen Wohnung leben, ohne hier irgendwie Platzangst haben zu müssen. Polen wird natürlich vielen im Begriff sein, Tschechische Republik sowieso. In der Tschechischen Republik sind die Lebenshaltungskosten 37% niedriger als in Deutschland, was natürlich bei der hohen Preissteigerung im Moment nicht unbedingt so viel sagt. Also so günstig, wie es hier vor 6 Monaten war, willst du damit sagen? Ja, genau. Also selbst in Prag bekommt man im Stadtzentrum eigentlich schon für 1.000 € eine Wohnung. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man jetzt außerhalb vom Stadtzentrum vielleicht lebt, dann ist es natürlich sowieso günstig. Also hier wird man mit den 1.000 € relativ weit kommen.
Polen natürlich sowieso. Selbst in Warschau wird man für 1.000 Euro mit Sicherheit eine schöne Wohnung finden und den Lebensunterhalt finanzieren können. Jetzt auf der Liste haben wir auch Länder, die nicht nur in Europa sind. Im Mittleren Osten die Türkei, Saudi-Arabien, dann in Asien Indien, Indonesien und dann Lateinamerika, Argentinien und Mexiko. Was mich so ein bisschen an der Liste gewundert hat, war Saudi-Arabien, dass das doch so günstig sein kann für einen. Ja, also tatsächlich ist Saudi-Arabien wirklich günstig. Da muss ich natürlich auch überlegen, dort wird natürlich viel jetzt auch hier subventioniert staatlich und deswegen sind generell jetzt Mieten und Lebenshaltungskosten eigentlich nicht sehr hoch und werden natürlich auch künstlich, sage ich jetzt mal, tief gehalten. Gut, ich meine, ist ja klar. Also es werden jetzt hier die wenigsten nach Saudi-Arabien oder auch nach Indien umziehen. Aber Türkei zum Beispiel ist jetzt für viele ja vorstellbar. In der Tat leben ja schon viele Deutsche in der Türkei, gerade wenn man jetzt an Rentner und sowas denkt und genießen dort letztlich das Leben. Zum Beispiel besonders zu empfehlen in der Türkei ist vielleicht Bursa und hat tatsächlich, ist auch das grüne Bursa bekannt. Und dort kann man zum Beispiel 500 Euro schon Miete und Lebensunterhalt finanzieren. Ja? Hat innerhalb der Türkei, ist auf Rang 16, was den Quality of Life Index anbelangt. Aber selbst in der Nähe von Antalya kann man für 1.000 Euro etwas finden und sich dort niederlassen. Indien ist natürlich sehr spezifisch, sehr großes Land, ein sehr kulturell vielfach geprägtes Land von verschiedenen lokalen Kulturen. Wir haben jetzt von hier vor allen Dingen geschaut in Goa. Goa ist ja doch einer der bekanntesten Expat- und Touristendestinationen in Indien. Zweizimmerwohnung mit Swimmingpool und Haushälter bekommt man hier schon für 700 Euro. Und der Lebensunterhalt ist dann auch nicht besonders hoch. Also wir sehen hier, man kann auch durchaus, was wir als Luxusleben bezeichnen würden, dort führen. Ist natürlich dort jetzt einen Haushälter zu haben und Pool zu haben, mehr oder weniger ganz normal für jeden Mittelklasse-Bürger. Aber natürlich für uns mal hier sehr attraktiv, ja. Indonesien, wer denkt nicht an Bali, hat jeder schon mal Bilder davon gesehen, Filme davon gesehen. Wunderschön. Auch hier würde man sagen, dass man mit 1.000 Euro im Monat eigentlich sehr gut auskommt. Natürlich muss der hinkommen, die Flüge sind teuer, das ist mir schon klar. Ja. Das sind natürlich Dinge, die müssen wir jetzt mal hier außen vor lassen, aber grundsätzlich natürlich hochinteressant. Danke, Sebastian. Wie sieht es denn mit Latein- und Mittelamerika aus? Mittelamerika auch sehr attraktiv. Also Mexiko kann man ja sagen, ist ja sozusagen das Nummer-1-Land eigentlich geworden für digitale Nomaden und Auswanderer. Natürlich viele US-Bürger, denen jetzt das Leben in Kalifornien zum Beispiel einfach viel zu teuer ist. Man findet dort, selbst in Mexico City, also für 500 Euro eigentlich recht einfach noch eine Wohnung zu mieten und kann dort ein wirklich gutes Leben führen. Argentinien, natürlich das Gleiche, Buenos Aires, traumhaft schön. Inflation natürlich auch dort ein Problem, aber wie gesagt, wenn man hier den harten Euro hat, dann wird einen das nicht so sehr betreffen, als wenn man hauptsächlich mit der lokalen Währung operiert. Jetzt ist der andere Ansatz natürlich, dass man sich einfach ein Land sucht, in dem die Steuerlast niedriger ist, als es man in Deutschland gewohnt ist. Und das ist ja was, auf das du dich spezialisiert hast, deine Mandanten dabei zu unterstützen, aus Deutschland wegzuziehen in ein Land, speziell mit niedrigerem Steuersatz, als es in Deutschland ist. Erzähl uns doch mal, wie so ein Beratungsgespräch abläuft. Es kommt jemand zu dir und sagt, ich will aus Deutschland weg, mir sind die Steuern zu hoch. Was sind so die Kriterien, die ihr euch gemeinsam anschaut, um die Entscheidung zu treffen, wo man denn hin möchte? Naja, also zunächst natürlich wichtig, dass man natürlich auch die entsprechenden Einkünfte hat. Wenn wir uns jetzt hier natürlich Einkünfte im Bereich 1.000 Euro und so weiter anschauen, dann wird es natürlich sicherlich nichts bringen, hier eine steuerliche Optimierung zu machen. Ja, aber so Personen, die jetzt Unternehmer sind, Freiberufler sind, jemand, der jetzt hier Einnahmen im Ausland generiert, weil er dort Kapitalerträge hat, als Privatier, das sind natürlich alles Personen,
die im Ausland deutlich weniger Steuern bezahlen können als in Deutschland, wenn sie ins richtige Land umziehen. Da gibt es schon alleine in Europa einige Optionen. Also jeder hat schon von Zypern gehört, dann gibt es auch Irland, dann gibt es Malta, aber auch Spanien und Portugal haben sehr attraktive, steuergünstige Stati. Und dann natürlich in Übersee sowieso. Also wir alle haben von Dubai gehört, dann gibt es Costa Rica, dann gibt es auch die Bahamas. Also da gibt es dann tatsächlich natürlich dann alles Mögliche. Also man schaut sich zunächst mal an, wie viel Potenzial ist eigentlich hier vorhanden? Und dann ist natürlich die zweite Frage, lässt sich überhaupt hier eine bestimmte Tätigkeit aus dem Ausland ausführen? Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt eine Schreinerwerkstatt habe, gut, dann kann ich zwar Schreiner werden in Puerto Rico, wenn ich das möchte, oder auf Costa Rica, aber ich kann natürlich nicht mehr oder weniger dann hier vom Ausland diese Tätigkeit dann ausführen, wenn meine Kunden hauptsächlich in Europa oder in Deutschland sind. Also man muss sich überlegen, was habe ich überhaupt für Auslandseinkünfte, wie hoch sind die, was habe ich überhaupt für eine Tätigkeit, was kann ich tun und dann, welches Land ist kompatibel mit mir, was passt für meine Familie, was passt für meine Partnerin, für meinen Partner. Und dann wird man gemeinsam hier eine Lösung finden, die all diese Parameter berücksichtigt und man kann sich dann für ein Land entscheiden. Super, Sebastian. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Informationen. Gerne. Also knapp dieses hier. Ja, genau. Okay. Also so unter 10 Minuten, ja. Okay, unter 10 Minuten, sowas machen wir nicht. Das haben wir noch nie geschafft, Sebastian. Es tut mir echt leid. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.